Ja, die Vorbereitung hat gerade begonnen und wir wollen natürlich die Mannschaft bis zum Saisonstart in Bestform bekommen. Natürlich muss da einiges geschehen und die Fitness muss vor allen Dingen stimmen. Und wie das jetzt so funktioniert, das wollen wir erfahren von unserem Chefathletik-Coach Hannes Wieber. Hannes, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, zu mir zu kommen. Vielen Dank, schön, dass ich da sein kann. Du bist ja schon vor einem Jahr zum BVB gewechselt und seit diesem Sommer bist du hauptverantwortlich für den Athletikbereich. Was hat sich denn für dich dadurch geändert? Bisher war ich einfach Mitglied in diesem Team und war primär für den Bereich Rehabilitation und Prävention zuständig. Und jetzt koordiniere ich eben den Gesamtbereich Athletik. Du bist so einer, wo ich immer sage, am besten ist, du hast nichts zu tun, ne? Jein, aber das wäre mit Sicherheit gut, weil dann haben wir wenig Verletzte. Genau. Also wäre super, wenn wir nur präventiv arbeiten könnten und die Jungs, das ist auch unser großes Ziel, möglichst viel am Training teilnehmen können. Im Juli hatten die Spieler eine Pause, ist ganz klar, sind im Urlaub gewesen. Sind denn alle fit aus dem Urlaub zurückgekehrt? Teils, teils. Also fit sind sie alle zurückgekehrt. Also sie haben alle ihre Laufprogramme und so weiter absolviert. Der eine oder andere war ein bisschen angeschlagen noch nach dem Urlaub jetzt, aber wir sind auf dem Weg, das hinzubekommen. Sonst kann man ja in den Medien nachlesen, wer jetzt noch nicht wieder so hundertprozentig fit. Leider unser Kapitän, der wird noch ein bisschen dauern. Ne? Du hast es eben angesprochen, Laufprogramm. Gibt es nur ein Laufprogramm für die Jungs im Urlaub oder gibt es auch Stabilisation und Kräftigungsübungen oder was gibt man den Spielern mit so auf die Reise beziehungsweise ja, in Urlaub? Also da muss man vielleicht mal vorausschicken, wir hatten natürlich eine etwas andere Saison als die Jahre vorher. Wir hatten mit dem Lockdown in Corona eine zweite Vorbereitung im Winter nochmal dazu, hatten dann eine sehr lange Saison, die ist ja über einen Monat länger gegangen, als sie normalerweise gedauert hätte. Darum war es uns wichtig, dass die Jungs nach der Saison auch erstmal wirklich runterfahren, entspannen, das machen, worauf sie Lust haben. Aber nach dieser Phase von circa 14 Tagen haben die natürlich ein Stabilisations-, Mobilisations- und Laufprogramm mitbekommen, um gut vorbereitet wieder in die neue Saison zu starten. Und das haben mit so einem Augenzwinkern alle gemacht? Das meiste auf alle Fälle. Sehr schön. Worauf legt ihr denn in der Vorbereitung das Hauptaugenmerk? Ja, man muss ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt gestartet mit einer Leistungsdiagnostik, weil für uns ist es so, dass das Wichtigste sind die Anforderungen des Fußballs, die auf jeder Position wieder einen Ticken anders sind. Das heißt, das ist unser Ziel, da müssen wir die Jungs hinbekommen, dass sie das leisten können und im Spiel abliefern können, was wir von ihnen erwarten. Dementsprechend haben wir jetzt zu Beginn mal geschaut, wo stehen sie und werden sie dann im Mannschaftstraining, aber auch im individuellen Training in Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Explosivität, Beweglichkeit, fußballspezifisch darauf vorbereiten. Jetzt ist die Vorbereitung erfahrungsgemäß nicht eine Zeit, die jeder Fußballer gerne mitmacht. Das kenne ich aus meiner Zeit noch ganz gut. Es wird viel gelaufen, ohne Ball gearbeitet. Wie macht man das heute den Jungs schmackhaft, dass es trotz alledem ein bisschen Spaß macht? Also da muss man ganz ehrlich dazu sagen, das Ziel ist schon natürlich, möglichst viel fußballspezifisch abzudecken. Das heißt, wir versuchen auch möglichst viel mit Ball, auch in komplexen Spielsituationen gleich abzudecken. Aber natürlich ganz klar, jetzt zu Beginn der Vorbereitung steht erstmal ein gewisses Volumen an Training im Vordergrund, wo auch mal der ein oder andere Lauf ohne Ball dabei sein muss. Das wissen die Jungs aber eigentlich ganz gut und akzeptieren es auch, dass das die Basis ist für eine sehr, sehr lange Saison dann. Gibt es eigentlich auch im Team Leute, die du bremsen musst, wo du sagst, also mach jetzt mal halblang? Die gibt es natürlich genauso. Ja. Also wie bei jedem anderen Charakteren gibt es Leute, die muss man ein bisschen anschieben, um es nicht ganz so salopp zu sagen. Und andere gibt es auch wieder, die man bremsen muss, die eigentlich immer mehr machen wollen, was dann auch wieder gefährlich sein kann. Ja, die man anschieben muss, möchten wir nicht hören. Aber wen muss man denn so bremsen? Wer ist denn immer besonders ehrgeizig? Oh, das sind viele. Also muss man wirklich sagen, ja? da sind viele dabei, die wirklich sehr, sehr gut an sich arbeiten. Deshalb, ich wollte gerne die Maschine des Jahres heute noch ehren. Will ich jetzt auch keinen herausheben, weil es sind wirklich viele dabei, die aktuell ziehen die Jungs super mit, lass es mich so sagen. In diesem Jahr ist ja alles ein bisschen anders. In der vergangenen Saison, die vergangene Saison war extrem lang, du hast es ja eben hier schon gesagt. Die neue Saison, die beginnt sehr spät, um den 18. September.
Es wird keine richtige Winterpause geben. Wo liegen denn da die Herausforderungen, die besonderen Herausforderungen an dich und dein Team? Ja, wir müssen jetzt eigentlich eine gewisse Basis schaffen, was aber auch wieder extrem schwierig ist, weil die Nationalspieler haben Anfang September bereits ihren ersten Lehrgang. Das heißt, die haben nochmal eine kürzere Vorbereitung als die Nicht-Nationalspieler, was für uns von der Trainingssteuerung her wieder was sehr, sehr Schwieriges ist. Dann ist das Pokalspiel und am 18. geht es dann los. Aber natürlich, wir müssen versuchen, durch Haushalten der Kräfte bis zum Winter einfach diese fehlende Winterpause, die jeder von uns ja gewohnt ist, wo die Jungs nochmal Frische tanken können, nochmal regenerieren können, zu kompensieren. Ihr seid ja also jetzt wirklich auch gefragt, ne? Also da muss man schon genau drauf achten. Definitiv, definitiv. Also es geht jetzt wirklich darum, eine Basis zu erarbeiten, zusammen mit den Jungs, um gut durch diese Saison zu kommen. Ich drücke die Daumen, dass ihr das punktgenau hinbekommt, am 18. topfit seid und das erste Spiel gewinnt. Und viel Glück dabei, wenig Verletzte und vor allen Dingen ein dickes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Hannes. Danke.